Hallo, ich bin Thomas von Fluggesellschaft.de. Hello, my name is Thomas from Fluggesellschaft.de. This episode will be with German subtitles. Ja, mal schauen, wie gut mein Englisch ist. Das werden wir dann später in der Rechtschreibprüfung sehen. Weshalb habe ich euch hier sehr gerne versammelt zur Sonderfolge 29 in meinem Kanal? Es geht um den Online-Check-In bei Norwegian Air. Eigentlich nichts Besonderes bei einer Billigfluggesellschaft einzuchecken. Eigentlich, ja, das haben wir uns gedacht. Was ist der Hintergrund? Wir haben einen amerikanischen Austauschstudenten hier gehabt. Er ist jetzt losgeflogen mit der Norwegian. Und zwar vom schönen Berlin geht es da in die norwegische Hauptstadt Oslo. Da muss man das Flugzeug wechseln. Und dann geht es weiter nach Nordamerika, in dem Fall nach Kalifornien. Der junge Mann ist nach Los Angeles geflogen. Ich habe ihm dabei angeboten und habe auch noch groß getönt, ich wäre hier der Flugexperte und könnte ihm wunderbar helfen. Beim Check-in gehe ich ihm zur Seite, nehme das mit auf und wir haben da dann doch länger für gebraucht als gedacht. Es gibt nämlich ein paar Besonderheiten. Erstmal verspricht die Norwegian auf ihrer Webseite, wenn du online einchecken möchtest, dann melde dich ab 24 Stunden vor Abflug. Das haben wir dann gestern gemacht, das waren wir ungefähr so 20 Stunden vorher. Und ja, was ich da so erlebt habe mit dem Gaststudenten, das will ich dir gleich zeigen. So, eins vorweg, die Lösung vorweg. Der Online-Check-In funktionierte für die USA-Flüge nicht. Es lohnt sich aber für dich trotzdem jetzt hier am Video dran zu bleiben, denn wir sprechen heute von August 2017 und das kann ja jetzt eine temporäre Geschichte sein, dass die Reiseziele USA und die anderen Atlantikziele, Karibik, jetzt in den nächsten Monaten sukzessive dazukommen. Wenn man mal die entscheidende Stelle auf der Norwegian-Webseite findet, dann steht dort, für die meisten europäischen Ziele ist ein Online-Check-In möglich. Das heißt also, innerhalb Europas gibt es auch den einen oder anderen Flughafen, wo es nicht klappt. Und gerade bei den USA-Flügen haben wir es jetzt nicht geschafft. In meinem Video findest du jetzt aber Tipps, die sich auf jeden Fall für dich zu gegebener Zeit bezahlt machen. Ja, als Alternative, was macht man dann, wenn eben der Online-Check-In nicht möglich ist? Da gibt es den Check-In am Airport und der kostet bei der Norwegian im Moment nichts extra. Ja, also Check-In am Airport, da waren wir erstmal in heller Aufregung. Wir kennen das ja von Ryanair, wenn man da keine Bordkarte vorlegt und die muss dann am Flughafen ausgedruckt werden, wollen die Extragebühren haben. Norwegian ist da ein bisschen cooler. Die machen da keinen Stress. Also ganz normal Check-in-Schalter von der Norwegian nutzen oder den Kiosk. Darauf gehe ich dann später hier im Video noch ein. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Ich empfehle dir, über die Suchmaschine Google dorthin zu kommen. Da gibst du einfach Online-Check-In plus den Namen der Airline ein. So mache ich das eigentlich immer. In dem Fall wäre das eben Online-Check-In Norwegian. Dann kommst du also ohne Umweg direkt zu dieser Online-Check-In-Seite, wo es dann für dich 3 Möglichkeiten gibt. Sprechen wir nochmal kurz über die Möglichkeit 1, das wäre das SMS-Ticket. Was heißt das jetzt genau, SMS-Ticket? Du bekommst 2 Stunden vor Abflug eine SMS mit dem Link zum Einchecken. Das klickst du dann an und erhältst deine digitale Bordkarte. Das beinhaltet eine Art QR-Code und diesen QR-Code, den brauchst du dann an 2 Stellen. Das ist nämlich einmal die Sicherheitskontrolle, da wo also deine ganzen Handgepäck-Dinge überprüft werden, und dann an zweiter Stelle ist das am Gate. Gate bedeutet dort, wo du dann Richtung Flugzeug gehst. Ja, es gibt Flughäfen, da gehst du in so einen Finger rein, durch so einen Schlauch zum Flugzeug. Dort ist an der Tür Gate, Englisch, jemand, der überprüft nochmal deine Bordkarte oder diesen QR-Code und deinen Pass, deinen Reisepass oder deinen Personalausweis. Manchmal ist das aber auch so, dass da ein Flughafenbus dann wartet, dann steigst du halt in den Flughafenbus ein und bei manchen kleineren Flughäfen läufst du zu Fuß zu deinem Flugzeug. Für uns sprachen aber erstmal 2 Argumente gegen dieses SMS-Ticket, denn einerseits war unser Gaststudent ja aus den USA. Das heißt also, der hat eine amerikanische Telefonnummer. Wenn jetzt eine SMS von Deutschland in die USA geschickt wird und dann wieder zurück, weil er sich ja hier in Europa befindet,
dann fallen da nicht die europäischen Roaming-Nicht-Gebühren an, sondern der muss da was für bezahlen. Studenten sind ja von Natur aus oft klamm und deswegen wollte der das nicht, dass er da irgendwelche Extragebühren hatte. Und zweitens war ja auch noch sein Display kaputt. Und wir waren uns dann nicht sicher, wenn man jetzt einen QR-Code auf dem Handy hat, ob der dann von den Maschinen da ausgelesen werden kann. Also erstmal, das SMS-Ticket klang für uns im ersten Schritt nicht so interessant. Die zweite Möglichkeit ist dann die Travel Assistant App, so heißt sie. Das heißt also wieder eine App runterladen. Fanden wir auch nicht so besonders sexy, diesen Gedanken, denn ihr kennt das vielleicht von eurem Smartphone, man hat ja schon eine ganze Menge Apps da drauf, da sind super viele Bilder und Videos vielleicht drauf und dann auch noch ein paar Podcasts im besten Falle. Und dann noch eine App runterladen, da braucht man wieder Speicherplatz, weiß nicht, 30 Megabyte oder so. Und man will auch nicht auf eine andere App verzichten. Also für die App, ja, die braucht man dann auch nur einmal und dann vielleicht dieses und nächstes Jahr auch nicht mehr. Fanden wir jetzt erstmal auch nicht so toll und haben dann geschaut, was die dritte Möglichkeit ist, denn das wäre die Online-Anmeldung unter dem Auswahlpunkt Meine Buchungen auf der Webseite. Ja, das wollte er nicht. Warum, habe ich nicht so richtig rausgefunden. Ich glaube, der hatte keine Lust, da irgendwie wieder dann sich anzumelden. Die Anmeldung Double Opt-in heißt das ja, wenn man sich zweifach anmelden muss. Man kriegt dann eine E-Mail, da muss man dann nochmal drauf bestätigen und dann kriegt man die ganze Zeit dann Werbe-E-Mails. Da hatte der irgendwie keine Lust zu, sich da einzuloggen. Und deswegen haben wir uns dann erstmal für die App entschieden. Übrigens empfehle ich die App auch bei Ryanair, hat mir bis jetzt immer recht gute Dienste geleistet, denn man hatte seinen Vorgang, ohne dass man sich groß da angemeldet hatte, App runtergeladen, seinen Code angegeben, diesen 6-stelligen Buchungscode und seinen Nachnamen und dann zack, war schon auf dem Bildschirm der Vorgang, also der Reiseplan und dann konnte man ganz leicht auf die einzelnen Streckenabschnitte klicken und sich dann da online einchecken. Ja, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Gegen die App spricht halt, dass man sie nicht so oft benutzt, wenn man nicht gerade Vielflieger mit dieser einen Fluggesellschaft ist. Ja, bei der App war es dann so, dass die angezeigt hat, alles klar, Leute, du kannst dich jetzt hier ab 24 Stunden vor Abflug online einchecken. Da waren wir guter Dinge und haben gedacht, machen wir. An keiner Stelle wurde bis dahin für uns deutlich sichtbar geschrieben, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Und ja, dann sind wir halt am Morgen vor dem Abflug dahin. Das waren dann noch 20 Stunden, 19 Stunden vorher oder 17 Stunden haben wir auch nochmal ausprobiert. Und jedes Mal, wenn wir dann die App dort angeworfen haben, kam diese Meldung, ja, der Online-Check-In klappt ab 24 Stunden vorher. War für uns verwunderlich, denn wir hatten diesen Zeitpunkt ja längst erreicht. Dann sind wir etwas entnervt, dann erstmal essen gegangen, Mittagessen und haben da aufgegeben. Am späteren Nachmittag beim Kaffee kam nochmal jemand auf die Idee, hör mal, lieber Gaststudent, jetzt guck doch mal nochmal in die App, ob wir jetzt vielleicht einchecken können. Und dann gab es diesen Bildschirm, der dann sagte, nein, ein Online-Check-In ist für diese Verbindung nicht möglich. Wir empfehlen jetzt zum Check-In-Desk zu gehen, also zum Check-In-Schalter am Flughafen Schönefeld oder zu einem Kiosk, ein Check-In-Kiosk nennt sich das. Das ist ein Wort für, ja, das sieht so aus wie so ein Geldautomat. Das ist also ein Automat, der am Flughafen rumsteht mit einem Bildschirm. Da gibt man seine Daten ein und kann sich dann die Bordkarte selbst ausdrucken. Das würde ich sogar empfehlen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele von den Automaten in Schönefeld an hoffentlich sichtbarer Stelle herumstehen. Aber ich hatte das mal in Oslo mit der Norwegian. Da war das ganz praktisch, dass man selber dann auch die Sitzplätze im gesamten Flugzeug sehen konnte und sich entsprechend dort platzieren konnte. Ja? Auch mit den Mitreisenden kann man dann sagen, okay, du sitzt jetzt am Fenster und du sitzt am Gang, dann haben wir vielleicht noch einen Platz in der Mitte frei. Oder wir wollen schnell raus und dann lieber vorne am Gang sitzen als
hinten am Fenster. Das sind so die typischen Diskussionen, die man hat. Da will man nicht lange mit der Flughafenmitarbeiterin oder dem Mitarbeiter dort sprechen. Das macht man lieber am Automaten und kann dann noch minutenlang da, ich wollte schon sagen, stundenlang hin und her überlegen mit seinen Mitreisen. Das macht an so einem Automaten auch Spaß. Und wenn das angeboten wird, würde ich das empfehlen. Ist aber auch manchmal nicht so schnell zu finden, dieser Automat. Dann stehen dann auch wieder ein paar Leute davor, die etwas länger brauchen. Ja, also müsst ihr dann selber entscheiden. Ja, schlussendlich ist der junge US-Amerikaner nun nach Hause geflogen. Er hat uns auch schon eine WhatsApp-Nachricht geschickt, nachdem er wieder Empfang hatte, dass er glücklich in Los Angeles, im warmen Los Angeles gelandet ist. Ja, und so hat das Ganze dann doch noch ein rundes Ende gefunden. Wir waren wirklich überrascht, dass ein Online-Check-In ja hier angepriesen und angeboten wurde, sogar 3 Varianten, aber es für diese Flüge in die USA im Moment im August 2017 nicht ging. Schöne Grüße an Norwegian, sagt Bescheid, wenn das klappt. Dann würde ich das hier unterhalb des Videos auch nochmal vermerken. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen möchte ich dir ans Herz legen, dich unterhalb des Videos, da gibt es einen kleinen Link zu meiner neuen E-Mail-Liste. Ich weiß, du kriegst wahrscheinlich von vielen Leuten die Aufforderung, dich mal in eine E-Mail-Liste einzutragen. Meine ist natürlich ganz besonders, denn ich frage dich direkt nach deinem Lieblingsabflughafen, also dem aus der Nähe. Und ich verspreche dir, dass ich dich nicht jeden Tag mit irgendwelchen Angeboten nerve, sondern ich mache das nur dann, wenn du es möchtest. So soll das eingestellt werden, dass wenn du jetzt gerade keine Reiseplanung hast, dass ich dich erstmal für ein paar Wochen in Ruhe lasse. Aber wenn du dann in die Reiseplanung einsteigst, dann möchte ich gerne dein täglicher Begleiter sein, denn stündlich, täglich wechseln die Angebote und du sollst nichts verpassen, denn mit Thomas von Fluggesellschaft.de sparst du Geld und Zeit bei deiner Reiseplanung. Und warum sollst du dich lange mit dem Flug beschäftigen? Ja, der soll schnell gefunden werden. Dann hast du mehr Zeit, dich mit dem Hotel auseinanderzusetzen, in dem du dann übernachten möchtest. Ja, ich hoffe, du folgst mir auch weiterhin im Kanal und sage an dieser Stelle Danke, bis bald. Tschüss.